Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir ein kleines Technik-Tutorial, mal ein bisschen der spaßigen Art. Was machen wir heute, Romeo? Ich versuche Olli heute den Behind-the-Back-Schlag beizubringen und auch euch zu erklären, wie es funktioniert. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, mit mir vor allem. Du kannst das ja ganz gut und wir erklären euch dann auch, oder du besser gesagt, worauf es ankommt, wenn man es versucht. Romeo, dann erklär mal kurz, wie dieser Schlag funktioniert, behind the back. Also ich benutze auf jeden Fall die Vorhandseite, also beim Spielen, wenn ich mich hier drehe, bleibt das die Vorhandseite. Also ich mache nicht so wie viele versuchen es ja meistens mit Rückhand, aber so lange. Mach mal mit Rückhand. Und da sieht man schon ganz klar, da ist man viel zu verwinkelt und man kann überhaupt keinen Schlag nach vorne mehr produzieren, weil man sich selber mit dem Rücken behindert. Und Vorhand sieht dann so aus. Genau. Also man nimmt den mit Vorhand an. Und wann wendest du diesen Schlag an? Also erstmal muss man sagen, es ist nur ein Hilfsschlag. Also man versucht ihn nicht, also man versucht zumindest nicht, ihn anzuwenden. Manchmal rutscht er natürlich trotzdem raus, aber also meistens, wenn der Gegner angreift und er halt einen offenen Tisch hat und der Ball vielleicht hochkommt, dann kann der Gegner sich ja meistens die Ecke aussuchen. Und da müssen wir ja als Tischtennisspieler antizipieren, wo der Ball hinkommt. Und wenn ich gehe meistens davon aus, er kommt in Vorhand, aber der Gegner spielt den Ball doch in Rückhand, dann ist die schnellere Wahl, diesen Schlag hier zu machen, als nochmal auf Rückhand zu wechseln und Rückhand zu spielen. Ist das bei dir so, ja? Ja. Also das Rückhand würde zu lange dauern und dann machst du schon intuitiv hinterm Rücken mit Vorhand weiterspielen. Genau. Nicht schlecht. Aber hat auch schon manchmal funktioniert, ne? Ja. Jetzt haben wir den Schlag mal ein bisschen dargestellt und auch darüber geredet, wann du ihn anwendest. Aber jetzt vielleicht hast du ein paar Kniffe, wie du den anwendest mit Körperdrehung oder worauf kommt es an? Also wenn man zum Beispiel einen Vor- und Topspin zieht in die Rückhandseite und dann kommt ein schneller Block direkt in Rückhand zurück, da muss man auf jeden Fall die Füße so stehen lassen wie beim Vor- und Topspin. Weil wenn du die Beine dann so nimmst, wie sie in Rückhand sind, dann kann man sich nicht mehr so gut drehen. Also ich würde immer die gleiche parallele Stellung haben wie beim Vor- und Topspin und dann einfach nur den Oberkörper drehen. Also nicht die Beine mitbewegen und immer den Blick noch zum Gegner haben. Mach mal ganz langsam vor. Ich ziehe mal einmal vor einen Topspin und dann machst du das. Jetzt kommt der Ball langsam und man sieht diese extreme Körperrotation. Ja? Geht dein Blick jetzt nach hinten? Was machst du? Nein, er geht immer zum Gegner, weil man will ja den Ball auch noch sehen. Vielleicht kommt er ja. Sehr gut. Wir klären es nochmal. Mach nochmal den Schlag langsam vor. Und jetzt sehen wir immer, es ist so ein ganz leichter Abstand zwischen dem Rücken. Aber du machst ihn auch oft körpernah. Ne? Das kommt drauf an, genau, es kommt immer drauf an, wie der Ball kommt. Ne? Genau. Man kann ihn auch beim Körper nachmachen. Meistens muss man sich dann auch noch so ein Stück bewegen, wenn er zu sehr auf den Körper kommt. Was passiert, wenn er hier hinkommt? Dann muss man seinen Arm weiter rausmachen und den Arm einfach mehr strecken. Ich würde davon raten, viele schränken ja den Arm immer hier so ein oder beugen ihn. Ich würde eher da raten dazu, den Arm lang zu lassen, weil man hat eine bessere Kontrolle und spürt den Ball besser. Okay. Und angenommen, du bist jetzt da. Nochmal. Angenommen, du bist mit dem Arm da. Was passiert dann? Dann kommt der Konterschlag oder was kommt dann? Genau, dann kommt eigentlich meistens, weil ein Kick ist zum Beispiel sehr schwer. Meistens würde ich nur blocken, also nur hinhalten und dann, wenn er kommt, ist weiter offenes Spiel. Und dann wieder zurück in die Vorhand und weiter geht's. Nochmal, jetzt schlag mal. Ja, es passiert aus dem ganzen Arm, aber auch ein bisschen, tatsächlich winkelt er ein bisschen auch den Unterarm beim Schlag nach vorne an. Ja, und ein bisschen geht dann halt noch über die Schulter noch mit. Zack. Romeo, Live-Training jetzt. Du musst es mir beibringen, versuchen zumindest mich zu verbessern. Okay. Okay, war ich zu weit weg? Was habe ich gemacht? Kannst Ja, du ein eigentlich bisschen drauf eingehen? zu viel nach oben. Also ich würde das erste Mal, wenn man es probiert, erstmal nur hinhalten. Also Okay. ich konnte nur hinhalten.
So weit weg. Ja, es ist. Also ich habe auf jeden Fall, was ich merke, wenn die Bälle bei mir näher am Körper sind, die treffe ich. Ja. Wenn die sehr weit weggehen, überhaupt gar keine Chance. Ja, das liegt so ein bisschen, glaube ich, im angewinkelten Arm. Ja, Dann, sehr angewinkelt. Hab noch. Das wird ein lustiges Video. Nee. du wächst, glaube ich, auch deine Beine immer mit. Ja, stimmt. Mal dieses einfach nur gerade stehen lassen, nur Oberkörper. Ja, genau. Willst ja nach vorne gucken. Allerdings treffe ich den Ball. Ja, das ist eine Trainingseinheit, wird nicht reichen. Erstmal 10.000 Bälle spielen, dann klappt's. Romeo, vielleicht kannst du ja mal sagen, hast du das auch öfters gemacht, so während des Trainingsprozesses auch aus Spaß vielleicht einfach? Ja, aus Spaß. Als ich jünger war, habe ich das schon gemacht. Also, Ging aber auch schnell oder? ja, also das ist, bei mir gehen eh sehr viele Schläge, muss man dazu ja sagen, sehr schnell. Also sah nicht so aus wie bei mir jetzt, die erste. Also ich weiß es natürlich selber nicht mehr genau, aber bei mir ging es einfach eigentlich von Anfang an schon ziemlich gut. Wir haben auch früher dann aus Spaß Trainingsspiele gespielt, wo wir beide den ganzen Tisch nur so gespielt haben, beide. Und hat es auch im Wettkampf mal funktioniert? Ja, also ich würde schon sagen, ich habe schon viele sehr gute Bälle damit gespielt, weil es halt keiner erwartet, wenn er dann halt mal kommt. Meistens macht man ja nur einmal im Spiel, weil öfter passiert es ja nicht. Aber wenn man dann den einen Mal macht und er kommt, dann hat man meistens auch den Punkt dadurch, weil der Gegner einfach sich so krass wundert, dass er gekommen ist. Und es ist halt manchmal auch sehr knapp dann, ne? Gehen sie manchmal knapp rüber. Ja. Weil der Ball tendiert ja so ein bisschen, weil er sehr schnell ist dann, wenn man entgegengeht, dass er dann rüber geht, weil man hier mit dieser Bewegung öffnet. Also ich habe ja ein paar Spiele gesehen, wo du es gemacht hast, die gehen eigentlich nie ins Netz, fast nie ins Netz. Wenn, dann gehen sie auf den Tisch oder rüber, ja, mit dem Tempo. Okay, ich mache nochmal 10 Stück irgendwie. Auf geht's. Oh, war fast. Ein Treffen, liegt an meinem Coaching dann. Ich bin jetzt schon glücklich. Ja, zu flach. Ja, Ja, sag ich ja, nur hinhalten. Das so ist geht das. Nur hinhalten, sag ich ja. Oberliga kann kommen. Kommen wir kurz noch zum Schlusswort, Romeo. Also, wenn ich mal kurz was sagen darf, mir hat auf jeden Fall der Tipp geholfen, mit den Beinen stehen zu bleiben. Da ist dann ein bisschen mehr Ruhe in meinem Körper, als wenn man sich dann noch bewegt und dann findet man den Abstand nicht. Auch vielleicht an euch, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal trainiert, wirklich auf dem Stehen. Und dann war, glaube ich, der Tipp ganz gut, erstmal nur so wirklich so ein leichtes So Kontern. halten, ja. Halten, leichtes Kontern. Und erstmal überhaupt den Abstand finden und dann halt schneller werden. Ist ja eigentlich wie Trainingslehre. Genau, und du kannst ja nochmal sagen, und nochmal, es war wirklich nur so im Notfall, oder? Ja, Im Notfall. ist ein Notfallschlag. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Ball nutzt. Und zwar nur aus Spaß im Training oder auch im Wettkampf. Bei mir wird es, glaube ich, im Training. Nur im Training passieren, weil ich müsste eigentlich erstmal meine Rückhand stärken. Aber vielleicht brauche ich gar keine Rückhand. Vielleicht immer so. Hier jetzt. Aber ich glaube, ich hätte dann irgendwann Schmerzen im Schulterbereich. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.